Mit über 200 km/h durch Ortschaften, Laternenpfosten und Gartenzäune statt Kiesbetten und Auslaufzonen. Roadracing gehört zweifelsohne zu den spektakulärsten Dingen, die man auf einem Motorrad machen kann. In der kommenden Folge des Metzler Table Talk sprechen wir mit einem Mann, der bei allen großen Veranstaltungen schon an den Start gegangen ist, und klären die Frage, welche Eigenschaften ein Reifen unter diesen Bedingungen mitbringen muss. Hallo, mein Name ist Michael und ich begrüße euch zu einer weiteren Episode des Metzler Table Talk. Diejenigen unter euch, die die ersten Folgen gesehen haben, werden festgestellt haben, wir sitzen hier in einem ganz besonderen Setup. Wir sind nämlich im Rahmen der Metzler Experience Days am Bilsterberg und passend zu dieser besonderen Location habe ich auch einen ganz besonderen Gast. Denn mein heutiger Gesprächspartner ist nicht nur 49 Jahre jung, sondern zweifacher Schweizer Superstock-Meister, Vize-Langstreckenweltmeister. Er ist Privateer Champion auf der Isle of Man und er besitzt 6 goldene Grubenlampen. Herzlich willkommen, Herr Steiger. Danke, dass du dir das alles gemerkt hast. Ich bin stolz auf dich. Aber dass du das mit den 49 Jahren sagen hast müssen, das freut mich jetzt nicht. Nee, ich habe ja gesagt, das junge 49 Jahre. Ja, das Junge reißt die jetzt nicht raus. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, du hast 6 goldene Grubenlampen. Die meisten unserer Zuschauer werden nicht wissen, was das ist. Wie kommt man denn dazu? Du bist ja kein Bergmann oder kein Geologe. Ja, also das ist ein Straßenrennen in der Tschechei. Früher hat es Karviná geheißen, jetzt hat es Terličko geheißen. Und der Hauptpreis für den Winner Overall, für den Gesamtsieger, ist die goldene Grubenlampe. Und ja, die war 7-mal dort. Einmal hat das Rennen nicht stattgefunden und 6-mal habe ich sie gewonnen. Ja. Also du bist quasi ungeschlagen eben auf tschechischem Boden und der alleinige Eigner dieser Grubenlampen bisher. Ja, die Strecke liegt mir und ich habe natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, muss man immer haben. Ich habe mit dem Didier Grams jahrelang ganz einen harten Gegner dort gehabt und das Glück war immer ein bisschen auf meiner Seite, dass ich die ein paar Mal ganz knapp da vom Didier gewonnen habe, und das letzte Mal haben wir leider Wetterpech gehabt und dann war noch eine Schlägerei. Dann haben beide Rettungen wegfahren müssen und bis die wieder da waren, haben wir leider müssen das Rennen absagen. Ja. Also sonst hättest du die glorreichen 7 mehr oder minder voll. Wahrscheinlich. Schwer zu sagen. Also, aber ich habe Pole Position gehabt, aber ja, es wäre vielleicht nicht so einfach gewesen. Ja. Es waren sehr schwierige Verhältnisse, es war nass und Ölspur und. Also, ja. Jetzt hast du Terličko ja angesprochen, die Grubenlampen. Die meisten werden wahrscheinlich die Strecke nicht kennen. Das hat einen ganz besonderen Grund. Es ist natürlich ein Straßenkurs. Ne? Und du bist ja, obwohl ich gerade schon aufgezählt habe, Schweizer Superstockmeister, du bist Langstrecken-WM gefahren, aber in den letzten 10 Jahren eigentlich gefühlt hauptsächlich auf öffentlichen Straßen oder Rennen auf öffentlichen Straßen mehr oder minder zu Hause. Wie kam es denn zu diesem Wechsel? Du hast ja, wie gesagt... Also ich bin bis 2018 bin ich Langstrecken-WM gefahren. Das letzte Jahr mit Gerd 56, 12 Jahre lang davor mit Bolliger, Team Bolliger. Und davor, ein paar Jahre, haben wir das Team Yard gegründet, das wirst du vielleicht kennen. Und das haben der Menti Heinz und ich zusammen angefangen. Und 2011 habe ich das erste Mal ein richtiges Straßenrennen gemacht und das war eben in Terličko. Weil vom Hörensagen vom Hembo Bolliger und der Rico Benzkofer, die haben mich dazu gebracht, dass ich dort gestartet bin, und das war so ein unvergleichliches Erlebnis mit den Zuschauern, die so nah an dir stehen, und es ist einfach so cool, die Strecke rauf und runter, durchs Dorf, runter mit 260, und es ist echt unglaublich, und ja, da habe ich gerade meine Liebe zum Straßenrennsport entdeckt. Ich bin zwar zuvor 2004 schon einmal in Macau gefahren, aber das ist für mich kein rechtes Roadrace, sondern das ist eigentlich wie eine Rennstrecke ohne Auslaufzone. Aber ansonsten, und mit allen Kurven blind, aber ein richtiges Roadrace ist für mich eben durch Dörfer und ganz schnell und mit Buckel und Schlägen und so weiter, wo du wirklich mit dem Motorrad richtig arbeiten musst, damit es am Boden bleibt.
Jetzt merkt man dir die Faszination fürs Ja, Roadracing. Direkt Gänsehaut. Ich habe gerade die Gänsehaut ein bisschen gegeben, weil ich an so Sachen gedacht habe. Naja. Aber du bist ja trotzdem bis 2018 noch Langstrecke gefahren, also auf festen Rundkursen, sage ich jetzt mal, und hast das ja lange parallel gemacht. Gibt dir das Rundstreckefahren auf eine andere Weise genauso viel oder war dann tatsächlich irgendwann die Tendenz eigentlich nur noch Roadracing, weil das andere zu langweilig vielleicht ist? Ja, ich denke, 2013 mit der Isle of Man DD und mit dem Mountain-Kurs, da war das dann so, dass das beschäftigt die das ganze Jahr. Es gibt keinen Tag, wo du nicht an diese Rennstrecke denkst, an verschiedene Kurvensektionen, wie kann ich da was besser machen, wie dort was. Das geht nicht aus dem Kopf raus. Es ist einfach ein unglaublicher Kurs. Man kann sich das nicht vorstellen, du kannst die Leute 100-mal erzählen. Aber wenn einer mal dort war und das gespürt hat, gefühlt hat, das ist nicht nur Rennstrecken, das ist Rennsporthistorie. Wenn du dort ankommst auf der Insel, dann fühlst du das und du fühlst es auch durch die ganzen Bewohner, die dort sind. Die lassen die das mitleben, die haben das seit ihrer Geburt, erleben die das. Und die ganze Insel ist einfach Racing und es ist einfach eine ganz andere Dimension. Da gibt es keine Schikane oder irgendwas, da wird nichts langsamer gemacht. Da sind ein, zwei Kurven, die noch schneller geworden sind und es ist einfach unglaublich über den Berg drüber, durch die Dörfer durch den Wald durch. Es hat so viele Faktoren dort mit Sprüngen, mit 260 km/h, wo du abhebst und du musst schauen, dass du kommst gerade aus einer Kurve raus, wo es dich verschlägt und du musst schauen, dass das Motorrad aufrecht wird und dass du gerade bist und meistens schaffst du es nicht und dann springst du leicht schräg weg und du kommst schräg auf und es ist eine zusätzliche Dimension zum Rennstreckenfahren, weil beim Rennstreckenfahren bist du einfach konzentriert, so schnell wie möglich zu deinem Scheitelpunkt zu kommen und so hart wie möglich raus zu beschleunigen und dass das Motorrad einfach auf die Zehntelsekunden am schnellsten bewegst, muss alles hundertprozentig exakt fast am Millimeter stimmen. Und auf so einer Rennstrecke wie der Isle of Man DD hängt so viel vom Gefühl ab. Es gibt keine Ideallinie in dem Sinn, weil auf der eigentlichen Ideallinie kannst du die meiste Zeit nicht fahren, weil dort ist ein Schlagloch, dort ist ein Kanaldeckel, dort ist irgendetwas aufgebrochen oder du bist zu nah am Randstein oder die Strecke fällt ab. Und dann gibt es natürlich andere Sektionen, wo du voll fahren kannst wie auf der Rennstrecke. Und dann kommt der Wind dazu, der dich rausdrückt, richtig rausdrückt, sodass wirklich ein ganzer Gangunterschied ist in der Kurve und so. Es ist einfach so viel komplizierter, dass dich das so beschäftigt und du so darüber nachdenkst, wie könnte ich die Spur wieder schneller werden. Also es ist tatsächlich, wenn ich das jetzt so richtig raushöre, nicht nur diese eine Dimension, so wie du es jetzt gerade detailliert beschrieben hast, das Fahren an sich, die Herausforderungen der Strecke, die natürlichen Widrigkeiten, will ich jetzt mal sagen, wie eben vielleicht Temperaturunterschied, spielt ja wahrscheinlich auf dem Mountain Course auch eine Rolle bei den über 60 Kilometern. Und du hast eben zusätzlich aber auch noch die Zuschauer, die halt viel näher dran sind und das also für dich dem viel intensiveren Erlebnis machen, als es der Rundkurs eigentlich kann. Ja, für den Zuschauer ist das unglaublich. Es ist wirklich so. Der sieht das, der ist direkt an der Rennstrecke, der sitzt nicht irgendwo auf einer Tribüne, 50 Meter weg oder 100 Meter weg vom Rennfahrer, wo das Motorrad so klein vorbeifahren sieht, wie das Motorrad dann mit der Elektronik abgeregelt immer gleichmäßig brr, 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 brr macht. Nein, der sitzt an der Rennstrecke und das Motorrad pfeift mit 300 km/h vorbei und vielleicht fliegt es gerade durch die Luft oder es schüttelt den durch und danach geht er runter ins Fahrerlager. Er braucht keine Eintrittskarte, es gibt keine Eintrittskarte. Er läuft rein, holt sich seinen Burger oder irgendwas und läuft mit dem Burger runter zu den Stars, schaut die Motorräder an, redet mit den Mechanikern, redet mit den Rennfahrern. Es ist ganz was anderes, weil die Rennfahrer dort, die das machen und die Teams inkludiert alle, lieben diesen Sport, lieben die Isle of Man, lieben das Roadracing. Die sind nicht auf einem anderen Niveau, müssen nicht weggesperrt werden oder sonst was. Und die Zuschauer ist genau das Gleiche. Die sind voll interessiert dafür, dass sie alles, was dort passiert, denen interessiert wirklich das Rennen. Das ist ganz was anderes. Das ist so, die leben das. Und das kann man einem nicht erklären, wenn einer das nicht selbst erlebt hat. Das musst du erleben und dann verstehst du, wovon ich rede. Ja, das ist so.
Man will nichts anderes schlecht machen, aber ich glaube, ich habe nirgendwo anders sowas erlebt, dass so viele Menschen vom obersten Star bis zum langsamsten Fahrer so viel Lebensenergie, so viel Lebensfreude ausstrahlen jeden Tag, weil sie das machen, für was sie das ganze Jahr, ich weiß auch nicht, an das ganze Jahr denken dran, das ist ihr Traum, das ist ihr Leben, das ist das, was sie lieben. Und das macht keiner für Geld oder Ruhm, weil keiner stellt sich hin und denkt, ich kann heute, was weiß ich, 10.000 Pfund gewinnen, wenn ich da mein Leben riskiere und denke dran, dass er eigentlich eben vielleicht gar nicht zurückkommt von der Runde. Also, ja. Jetzt hast du intensiv über die Isle of Man gesprochen. Du bist ja aber nicht nur auf der Insel gefahren, also ich sage jetzt mal Irland, beziehungsweise auf der Isle of Man als Insel zwischen Großbritannien und Irland, sondern du warst ja auf der ganzen Welt unterwegs. Du bist, ja, aber jetzt weiß ich, was du vergessen hast. Classic Superbike war ich Zweiter und Dritter. Also ich war auch zweimal am Podest auf der Insel. Aber ich denke, das muss ich jetzt noch schnell reinstreuen, dass das nicht vergessen wird. Da wäre ich tatsächlich noch drauf zu sprechen Das war jetzt nur ein Scherz, das war nur ein Scherz. Denn du warst ja quasi auch Zweiter, da wollte ich jetzt nämlich drauf kommen, in Neuseeland, in der Tri-Series. Die habe ich gewonnen. Gewonnen sogar. 2014 war ich das erste Mal dort und da habe ich die Tri-Series gewonnen. Aber im letzten Rennen, das was eigentlich auch so wie ein bisschen das Hauptrennen ist, auf dem Cemetery Circuit, der Friedhofskurs, weil der Kurs in der Stadt um den Friedhof rundherum geht, da bin ich Zweiter geworden. Ja. Die eigentliche Frage, auf die ich jetzt hinaus wollte, ist aber nicht explizit zu Neuseeland, sondern eben zu den ganzen Aktivitäten weltweit. Du bist ja eben auch in Imatra zum Beispiel gefahren, das ist in Finnland, du bist in Terlichko gewesen, hast da gewonnen. Ist dieser Road Racing Spirit, will ich jetzt mal sagen, auf der ganzen Welt gleich oder gibt es da Unterschiede und ist auch das Drumherum, so wie du es beschrieben hast, auf der Isle of Man, logischerweise das prestigeträchtigste Rennen in dem Rahmen, nochmal ein Tick anders? Also gar nicht für die Fahrer, weil da ist die Herausforderung natürlich deutlich größer, aber so vom Gesamteindruck. Die Sache ist die, auf der Isle of Man fährt man, vielleicht die ersten zwei, die dann um den Sieg kämpfen, die haben schon gewisse Rivalität im Kopf, aber alle fahren in erster Linie gegen die Strecke, gegen die Uhr, um sich zu verbessern. Man schaut, dass man irgendwie, man fährt gegen die Strecke, ist gut, man muss mit der Strecke fahren, das Beste raus, die beste, weiß ich nicht, die beste Symbiose mit der Strecke finden, um eine gute Rundenzeit zu fahren. Das ist, und das ist woanders, auch in Macau schon oder in Neuseeland ist das ein bisschen anders, weil da gibt es doch mehr Rivalität um den Platz, weißt du, da gibt es den direkten Zweikampf und so weiter und auf der Isle of Man gibt es ja keinen Massenstart, sondern du startest alle 10 Sekunden, in erster Linie musst du mal mit deinem Motorrad und mit der Strecke zurechtkommen und überall anders musst du mal mit deinen ganzen Kontrahenten zurechtkommen. Da kann es natürlich passieren, dass dir einer zieht, du schneller fährst, als du eigentlich fahren könntest. Oder es behindert dich einer und du verlierst viele Plätze mit einem Bremsmanöver oder so. Da ist schon mehr die Rivalität zwischen die Fahrer da, auch wenn es richtig Road Racing ist. Und so wie in Neuseeland, das sind einfach unglaubliche Menschen dort, die ich so lieb gewonnen habe, weil ich habe dort wie meine zweite Familie auch, das Team, wo ich immer gefahren bin. Wir haben so eine gute Zeit gehabt, so gute Tage, aber das sind in erster Linie sind das alle Fahrer, die nur auf Rennstrecken fahren und einmal im Jahr gibt es das eine Rennen dort auf dem quasi Stadtkurs und da geht es wirklich um Rivalität. Also die haben jetzt nicht das Road Racing. Mindset, sagt man, ja. Genau, ja. Ah, okay. Und jetzt komme ich aber wieder zu dem Classic-TT-Erfolgen oder zu deinen Classic-TT-Erfolgen. Du bist ja sowohl die Isle of Man TT gefahren, du bist die Classic TT gefahren und immer auf Metzler. Fährst du da die gleichen Reifen? Also nutzt du für das Classic Bike das gleiche Material wie für das Superbike oder das Superstockbike? Ja, das gibt es natürlich ganz viele Reifen und so verschiedene oder Mischungen und so weiter. Und die Antwort fällt mir ganz leicht. Vorne und hinten Metzeler K1 auf der Supersport TT, Superstock TT und auf dem Classic Bike. Ich habe überall genau die gleiche Mischung gefahren, vorne und hinten K1 und das hat perfekt funktioniert. Das Schöne daran ist, ich habe gewusst, der Reifen funktioniert auch wenn es kühl ist, der Reifen funktioniert auch dort, wo es wärmer ist, auch wenn es unten wärmer ist und am Berg oben ist es kalt mit einem Wind, wo du oft
so wie auf dem Mountain Mile, du fährst Vollgas, du fährst auch mit dem Classic Bike über 250, 260, 270 km/h und der kalte Wind, der 1 Meile sind 1,6 Kilometer oder so, pfeift dir an die Seitenwand. Der Reifen, der ist nicht mehr heiß, wenn du dann dort zur Kurve hinkommst, ganz außen an der Flanke. Und dann legst du das Motorrad um und er hält trotzdem. Und das ist halt schön zum Wissen, wenn du dein Leben lang mit dem gleichen Reifen gefahren bist, dass der Reifen, der auch im kalten Zustand mehr oder weniger gut funktioniert, trotzdem so einen Grip hat im Warmen dann unten, ohne dass du jetzt da anfängst zum Herumrutschen und zum Herumschmieren. Und das, aber jetzt sage ich muss noch was dazu sagen, weil sonst... Das hat sich aber auch, denke ich, in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Die Reifen heute, die haben ein viel breiteres Temperaturfenster. Da, wo man früher in einem Temperaturfenster 5 Reifenmischungen verschiedene gehabt hat, um das optimal rauszuholen, hat man heute 2. Oder? Das ist unglaublich. Ja. Also da muss ich mein Kompliment aussprechen an die Chemiker. Ich habe nie gedacht, ich war immer so, die alten Reifen haben mir am besten gefallen, habe ich mir gedacht. Aber ich muss sagen, die haben einen wirklich guten Fortschritt gemacht. Ja. Und das ist dann tatsächlich auch deine präferierte Wahl für Macau, wo man dann eher, ich sag mal, fast subtropische Bedingungen vermutlich hat. Und in Neuseeland, wo es ja, es ist ja Hochsommer, findet ja Boxing Day, ich glaube 26. Dezember ist der Cemetery Circuit Lauf. Ne? Du wirst lachen, in Neuseeland ist immer gleich, jede Rennstrecke dort ist eigentlich mehr kühl gewesen, richtig kühl, 15 Grad, auch ein bisschen kühler Wind. Und immer am letzten Rennen, am Cemetery Circuit in Wanganui, was heiß, brennheiß, brennheiß. Aber dadurch, dass du keine langen Schräglagen hast, keine langen tiefen Schräglagen mit Highspeed, wird der Reifen gar nicht so beansprucht. Das heißt, du kannst auch gerne den härteren Reifen fahren. Der Grip ist da. Weil den Grip verliert der Reifen erst, wenn er überhitzen würde quasi. Und das macht er nicht, wenn du immer nur 90 Grad Kurven hast, zack, aufstellen, Gas, 90 Grad, aufstellen, Gas. Und von dem her ist dort die Reifenwahl nicht so wichtig am Cemetery Circuit. Und in Macau ist enorm wichtig, weil du fährst eine Kurve nach der anderen, immer durch, immer durch. Es ist heiß und schwül und es hat Jahre gegeben, da haben wir dort mit der sogenannten Einsermischung nicht fahren können, weil sie das Rennen nicht durchgehalten haben. Und es hat Jahre gegeben, da war der zu hart. Du musst wirklich, es ist genau der gleiche Asphalt. Und du kommst hin und du weißt auch nicht, ist der Reifen zu hart, ist er zu weich, obwohl du schon 10-mal dort gestartet bist. Und genau der gleiche, es ist ganz komisch, wie sich das entwickelt. Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wie viel Diesel und wie viel Öl die chinesischen LKWs dort verlieren. Aber ich muss dazu sagen, die letzten 3 Jahre, wo ich dort gefahren bin, hat sich das ziemlich konstant gehalten. Und dort war auch die Einsermischung war perfekt. Und sie haben das Rennen auch gekürzt, 3 Runden. Also von dem her ist man sehr gut durchgekommen. Man hat dann weichere Mischungen probiert und das ist aber in die Hose gegangen. Und die weichere Mischung hat einen kleinen Vorteil vielleicht, die ersten 3-4 Runden, weil sie gerade einen besseren Anfangsgrip hat, aber dann sind sie gleich im Grip und hinten raus, wenn der Reifen noch gut ist wie die Einsermischung, hast du halt einen erheblichen Vorteil gegenüber der weichen Mischung, wenn die anfängt zum Aufreißen an der Seite und dann könnte es sein, dass du richtig Pech hast. Ja. Okay. Jetzt haben wir über Macau gesprochen, wir haben über Neuseeland gesprochen, wir haben die Insel grob erwähnt. Also du bist ja nicht nur Isle of Man gefahren, sondern auch Ulster GP und Northwest 200. Wir haben über Finnland gesprochen und Herlichko. Eigentlich warst du auf der ganzen Welt im Roadracing-Bereich unterwegs und hast eben auch Rundstrecke ganz viel Erfahrung gesammelt. Jetzt muss ich doch nochmal auf dieses sensible Thema 49 zurückkommen. Gibt es irgendwas, was du noch so auf deiner Wunschliste hast, wo du sagst, da würde ich vielleicht gern nochmal starten oder da will ich unbedingt noch starten, weil es bis jetzt noch nicht geklappt hat? Ja, ich wollte eigentlich als Abschiedsrennen heuer in Macau starten und jetzt im Moment, ich bin in Brünn ein paar Runden gefahren mit der R1 und der Arm und die Schulter, die sind irgendwie noch nicht so verheilt, dass ich die wirklich belasten kann, ohne dass ich große Schmerzen bekomme und anschwillt und es ist auch zu wenig Kraft da. Schwer zu sagen. Ich bin dann im Juli mit euch der Nürburgring Nordschleife. Da werde ich aber Yamaha MT-07 mitnehmen, dass ich ein bisschen aufrechter sitze, damit ich das nicht so überbelaste, damit ich auch richtig fahren kann, das Motorrad richtig bewegen kann. Und danach bin ich bei der Yamaha Riding Akademie
am Red Bull Ring. Und dort werde ich wieder versuchen, auf der E1 zu fahren. Und danach werde ich eine Entscheidung fällen, wie das weitergeht und ob es weitergeht. Auf alle Fälle wird mich Macau sehen, wieder, weil die Fanreise werde ich auf alle Fälle durchführen, wenn die Reisebeschränkungen also das zulassen, der Coronavirus. Und entweder bin ich aktiver Fahrer oder vielleicht bin ich Teamchef oder vielleicht bin ich nur Reiseleiter. Aber auf alle Fälle Mit dabei. ja, ich muss fast hin. Es ist schwierig, wenn du kannst nicht alles auf einmal loslassen im Leben. Also nicht alles auf einmal. Natürlich, das Wichtigste ist die Familie und ich muss ehrlich sagen, ohne die Familie wäre ich komplett abgesackt nach dem Unfall und mit dem Corona und alles. Weißt du, wenn du lebst, es war doch ein großer Teil von meinem Lebensinhalt, war das Rennfahren und das mit einem Schnips dann zack, fertig. Das ist echt nicht leicht zu verkraften und ohne meine Frau, die Tamara und die Kinder, würde ich nicht mit einem lachenden Gesicht da sitzen. Ja. Also ganz kurze Info für euch als Zuschauer, für diejenigen, die Horst jetzt nicht so detailliert verfolgt haben. Da gab es leider einen etwas unglücklichen Unfall auf dem Rundkurs aufgrund eines technischen Defekts, der ja wirklich heftige Konsequenzen hatte, langer Krankenhausaufenthalt und eben auch entsprechende heftige Knochenbrüche. Und das ist das, was Horst jetzt gerade angesprochen hat, woran er jetzt gerade noch arbeitet, da wieder aufs Motorrad zu kommen. Und wir drücken natürlich von Metzler Seite und als Mitarbeiter ganz, ganz fest die Daumen, dass sich das ganz, ganz schnell wieder einrenkt. Was ist ja schon angesprochen, zusätzlich kam Corona noch dazu, da hat man ja alle so ein bisschen dran zu knabbern und unter den Bedingungen natürlich nochmal ganz, ganz intensiver und vermehrt. Aber du hast auch Fankarten mitgebracht, habe ich gesehen, die liegen hier auf dem Tisch. Das hat vielleicht auch so ein bisschen was mit der Macau-Reise zu tun. Du bist ja sehr intensiv dran an deiner Community und an deinen Fans. Du hast es ja angedeutet, du bist ja Reiseleiter und organisierst dir die ganzen Geschichten auch selbst. Steht denn Macau 2021 auch nicht als Reiseleiter, wenn ich das jetzt richtig verfolgt habe? Doch. Das machst du schon? Doch. Also 2021 bin ich sicher in Macau. Ich weiß nur nicht, bin ich als Fahrer, bin ich als Teamchef oder bin ich nur als Reiseleiter. Als Reiseleiter bin ich auf jeden Fall dort. Okay. Ob wir nachher noch irgendeinen Fahrer haben, der mit meinem Motorrad fährt oder ob ich selber fahren kann, das wird im Juli entschieden und bis Ende Juli. Und ja, die Reise führe ich auf alle Fälle durch. Was soll ich sagen? Es ist eine Reise in eine andere Welt. Das ist auch so was, das musst du erlebt haben. Du kannst es anschauen mit Fotos und so weiter und denken, ach, wäre ich doch hingefahren. Oder du fährst einmal hin und erlebst selber, dann kannst du mir selber was erzählen. Und das empfehle ich jedem. Das empfehle ich wirklich jedem, dass er das einmal gesehen hat in seinem Leben. Es ist unglaublich, was da alles passiert. Ich kann das gar nicht alles erzählen, weil sitzen wir morgen noch da. Ja. Alles klar, dann danke ich dir auf jeden Fall recht herzlich für dieses Gespräch und wie gerade schon angedeutet, wir drücken natürlich die Daumen, dass es dieses Jahr in Macau nicht nur als Reiseleiter klappt, sondern als Fahrer und du da tatsächlich dieses Jahr deinen Abschluss geben kannst. Und danke recht herzlich fürs Gespräch. Falls ihr noch Fragen an Horst habt oder Horst vielleicht auch unterstützen wollt, ich habe gerade die Fankarten schon angedeutet, es gibt natürlich auch Merch von Horst, schaut bei ihm vorbei. Saigerracing.com ist die Seite. Horst findet ihr natürlich auch auf Instagram und auf Facebook. Beides auch mit Saiger Racing einfach suchen, ganz einfach zu finden. Wir hauen die Links dazu auch hier mit in die Videobeschreibung. Genau, und da könnt ihr alle Informationen und Fragen, die ihr zum Thema Road Racing beantwortet haben wollt, gerne stellen. Und worüber sich Horst natürlich ganz besonders freut, gehe ich davon aus, er ist natürlich auch oft unterwegs, hält Vorträge, Präsentationen und erzählt eben so ein bisschen aus seinem Leben als Road Racer. Ist da deutschlandweit, Liechtenstein, Österreich unterwegs? Genau, im deutschsprachigen Raum ist halt, ja, wir planen jetzt genau an diesem Woche, also in 5 Tagen, fangen die Dreharbeiten an zum Film über mein Leben, über alles, was ich gemacht habe, eben vom Road Racing auf der Isle of Man bis zur Langstrecke in Suzuka, bis zu den Anfängen zu Hause im Wald mit dem Fahrrad. Und das kann man buchen. Man kann den Film inklusive Vortrag von mir buchen. Jeder, der auf saiger-racing.com ist es drauf. Filmprojekt ist der
der Tab zum Anklicken und dann kann man da neue, nähere Informationen haben. Man kann das unterstützen mit 100 Euro oder 100 Franken oder man kann mich buchen, dass ich vorbeikomme. Um einen Tausender komme ich vorbei und führe das vor. Dann kannst du, am besten ist, wenn du einen Motorradclub hast oder irgendwas, 50 Leute, kostet es jeden 20 Franken oder 20 Euro. Und ich bin exklusiv einen Abend bei euch, mache einen Vortrag, führe den Film vor, verkaufe euch ein T-Shirt und trinke noch ein Bier auf mit euch. Ja, und erzähle halt, was ich alles erlebt habe in meinem Leben. Und es ist einfach so viel, was ich erlebt habe. Mir fällt immer wieder was Neues ein. Auch wenn ich 10-mal den gleichen Vortrag mache, ist sicher kein Vortrag gleich wie der andere, wette ich. Weil ich mache nie was, ich lerne nie was auswendig, ich rede einfach immer drauf los. Also ihr hört es, ihr könnt auch gerne mehrmals hingehen. Horst, vielen Dank an dieser Stelle. Ich hau euch noch den Link zur Vortragsreihe bzw. zur Seite hier in die Videobeschreibung. Bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Metzler Table Talk. Ciao. Ciao, ciao.